Servus Leute, was geht ab? Wir sind heute mal wieder beim Pitbike fahren, hier in Neckar-Tenzingen. Nuno von Track Feedback hat eingeladen und da sagen wir natürlich nicht nein. Die Pitbikes sind am Start, die werden jetzt auch mal wieder entstaubt und werden mal wieder schön gefahren. Sind jetzt gerade angekommen und ja, ich dachte jetzt einfach mal, machen wir wieder ein schönes Pitbike-Video. Ich weiß ja leider, sind meine Videos zurzeit ein bisschen hinten nach, also ihr seht immer von mir Videos und die sind eigentlich schon von ein paar Monaten her. Geht leider zurzeit nicht anders. Ich versuche mich echt zu bessern. Ich versuche heute auf jeden Fall mal ein bisschen mehr über die ganzen Pitbikes zu erzählen. Ihr fragt ja immer nach, was das für Geräte sind. Da werde ich dann später mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, dann wir erstmal aus. Waiting for the perfect way, time, so to speak, got me on delay, 'cause across a million seas, would you do that for me? Gleich geht's los. Sehr gut. So, wir sind auf jeden Fall bereit. Dick und Reifenkiller sind auch schon fast fertig. Wir stehen jetzt bloß hier hinten ganz allein, weil wir unsere Pitbikes hier stehen haben. Und jetzt geht's gleich los mit den besten Reifenwärmern. When you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps. My city, she never weeps. My city, she keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, 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 give it up. Die ersten Runden sind gefahren, ist richtig geil. Ich habe auch einen richtig geilen Grip jetzt wieder. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, hatte ein paar kleine Rutscher. Aber ansonsten ist es echt ganz cool. Wir haben jetzt, ich will ein bisschen was erzählen über die Pitbikes. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, Reifenkiller und ich, wir haben ja beide dieselben Pitbikes. Und ja, was kann man dazu sagen? 160 Kubik, haben 12 Zoll Reifengröße. Wie viel PS sie genau haben, weiß ich gar nicht. Interessiert mich auch eigentlich gar nicht so wirklich, weil Hauptsache es hat ein bisschen Bums. Ich glaube irgendwas um die 13 PS. 11, 12, 13, keine Ahnung. Kann man aber so China-Motoren ja eh nicht so genau sagen. Wir haben noch einen 28er Vergaser drauf gemacht von Oppo. Und ansonsten ist es gar nicht so viel. Wir haben die Federung hinten nur ziemlich straff gemacht. Also die Federung ist allgemein ein bisschen runtergestellt. Das ist die Federvorspannung, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, da kommt es ja allgemein einfach ein bisschen tiefer. Und soweit es geht, ist ein DNM-Dämpfer. Ich weiß nicht, so in China-Pitbike-Jargon kennt man DNM ein bisschen. Nichts Besonderes. Auf jeden Fall haben wir es ein bisschen tiefer hinten gemacht. Vorne die Gabel ist eigentlich für den Arsch. Aber wir müssen uns noch eine bessere Gabel suchen. Hier, Raptic hat zum Beispiel eine richtig geile Gabel. Die ist von Marcozzi. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Fake. Auf jeden Fall schaut es extrem hochwertig aus. Wir werden zum ersten Mal mit dem Ding. Er hat zum Beispiel auch radial verschraubt. Er hat allgemein die IMR. Und er hat radial verschraubte Bremsen. Was sagst du? Was ist so dein Eindruck? Schwieriger als gedacht. Schwieriger als gedacht? Ja, aber es ist ja auch allgemein, weil es ist komplett Neues für dich. ja, also die Art von Bike, das Handling ist viel direkter, viel aggressiver. Aber Macht Spaß, ja. macht Spaß. Ja. Ist die Hauptsache. Genau, wir haben auch alle diese Handschoner. Die Handschoner sind eigentlich das A und O, weil du halt doch relativ oft stürzt, sag ich mal. Und dann kann dir eigentlich, wenn du Handschoner dran hast und diese Bobbins da an der Steckachse, kann dir so gut wie nichts eigentlich kaputt gehen an dem Ding. Selbst wenn du stürzt, da brauchst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Genau, das war's eigentlich. Wir haben die Reifenwärme von HSR drauf, sind extra für uns angefertigt worden, waren die Prototypen, haben sie gesagt.
für unsere 12 Zoll Reifen, schaut richtig putzig aus immer. Also richtig geil. Ich weiß nicht, wenn ihr noch mehr Fragen habt, was das Thema Pitbike betrifft, schreibt einfach mal unten in die Kommentare. She's cruel, but you won't leave her. Here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. My city, she never sleeps, my city. She never weeps, my city. She keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, 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 oh. Give it up. My city, my city. My city, my city. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, my city, my city. Give it up for my city, running, running, looking pretty, oh, oh. Give it up for my city, my city, my city. So, war auf jeden Fall ein geiles Event hier wieder in der Karthalle in der Tenzingen. Vielen Dank nochmal an den Nuno, der das alles hier organisiert hat. Track Feedback ist wieder mal echt eine Gaude gewesen. Hat auch ein paar Stürze. Und es ist einfach, macht einfach nur Spaß. Wie gesagt, ich habe versucht jetzt mal ein bisschen mehr zu erklären über Pitbikes und die ganze Story und was ich so für ein Bike habe und so. Wenn ihr da Bock auf mehr habt, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß manchmal nicht so ganz, ob ihr jetzt das wirklich sehen wollt oder ob das nur ein paar sind, die das schreiben. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Schreibt es in die Kommentare, abonniert, lasst ein Like da. Peace. So ein großer Feuerball, Junge! Bam!